Hallo, ich bin Sissi Rasche. Ich lebe gemeinsam mit meinem Mann und unseren 4 Kindern in Berlin und heute möchte ich euch unsere Wohnung zeigen. Später zeige ich noch euch unser Wohnzimmer, aber da wir so viele Kinder hier haben, fangen wir erstmal mit dem Kinderzimmer an. So, hier ist unser blauer Flur, den ich sehr gerne mag. Er ist super lang und hier wird auch gerne von den Kindern viel gespielt. So, das ist jetzt das Zimmer von unseren beiden jüngsten Kindern, also von unserer 3-jährigen Tochter Lilo und von dem Baby. Das Baby braucht natürlich noch kein Zimmer, aber die beiden werden hier später gemeinsam wohnen. So ist jetzt die Aufteilung der Wohnung. Was ich hier ganz schön finde, es war vorher unser Schlafzimmer und wir haben eine 5-Zimmer-Wohnung, Altbauwohnung in Berlin, die wunderschön ist und wir wollten gerne hier bleiben. Wir haben einen Einbauschrank, wo unser Kleiderschrank drin ist, der aber so mit der Wandfarbe übereinstimmt, dass er gar nicht so auffällt. Das finde ich total toll. Und dann haben wir jetzt versucht sozusagen, dass die Kinder einen Schlafplatz später hier haben und spielen können. Und ich finde dieses Regal total schön. Da haben wir uns für entschieden, es ist ein Stringregal, weil es einfach so gut mitwächst. Man kann die Bedürfnisse der Kinder immer ändern. Also jetzt haben wir den Schreibtisch hier unten, wir können aber auch ein reines Bücherregal da wieder draus machen. Und ich finde es einfach, sieht super schön aus vor dieser Tapete, die wir vorher halt in dem Schlafzimmer hatten. Und die Kinder finden die Affen total toll. Also das hat sich eigentlich ganz gut gefügt. Und wir haben uns dann halt einfach entschieden, weil es sehr, sehr dunkel war, das Schlafzimmer, dass wir dann halt hier auf der Seite jetzt diese hellen Töne, den hellen Ton gestrichen haben. Und ja, also wir sind hier dadurch, dass wir jetzt nochmal ein 4. Kind bekommen haben, wirklich so immer sehr im Umbruch und versuchen, die 5 Zimmer optimal zu optimieren. Und ich denke mal, das ist in der Großstadt auch so wichtig, weil da gibt es ja leider nicht so viele große Wohnungen. Was ihr hier bei uns in der Wohnung auch immer sehen werdet, dass ich viele Spielzeuge, die unser Sohn bekommen hat, die haben wir jetzt wirklich, die werden immer weitergegeben. Also die Küche haben wir schon beim ersten Kind gehabt, die kleinen Stühle sind Vintage und unsere Kinder sind sehr lieben Bewegung. Wir haben auch hier in der Wohnung einfach immer versucht, dass sie klettern können. Also wir haben immer verschiedene Sachen, so dass sie sich einen Parcours bauen können. Also wir sind eine Familie, die sehr viel in Bewegung ist. So, ich möchte euch jetzt das nächste Kinderzimmer gerne zeigen. So, das ist das Zimmer von unserer großen Tochter Cleo. Ich liebe dieses Zimmer. Wir haben nicht so große Kinderzimmer, deshalb müssen wir versuchen, alles zu optimieren. Wir haben bei den beiden Großen immer eine Hochebene eingebaut, so dass sie unten mehr Platz haben. Und auch hier seht ihr wieder, wir haben Bewegungskinder. Das ist das liebste Spielzeug meiner Tochter, ihre Ringe. Und dadurch, dass es klein ist, haben wir aber trotzdem viel Platz geschaffen mit der Hochebene. Und wir sind auch Fans von Einbauschränken. Wir haben das hier auch optimiert mit einem Einbauschrank, sodass sie möglichst viel Stauraum hat, ihren Schreibtisch hier, aber nicht so viel vom Raum verloren geht. Wir haben versucht, jedes Zimmer so passend für das jeweilige Kind zu machen. Was jetzt natürlich spielen immer alle in allen Räumen. Deshalb mussten wir bei den Hochbetten jetzt so provisorisch so Sicherheitstüren hier anbauen, damit die Kleinen sich einfach nicht wehtun und runterfallen, weil die Treppen sehr steil sind. Dann mag ich es immer einfach, schöne Prints mit privaten Bildern zu mischen, sodass es einfach eine sehr gemütliche Atmosphäre hat. Diese Wohnung ist ganz besonders für uns, weil alle 4 Kinder sind in dieser Wohnung geboren. Das heißt, wir sind wirklich daran interessiert, einfach hier drin zu bleiben, weil unser Herz daran hängt. Und deshalb versuchen wir wirklich jeden Zentimeter dieser Wohnung zu optimieren mit Einbauschränken, sodass wir hier alle weiterhin gemeinsam wohnen können. Ich bin einfach jedes Mal dankbar bei diesem besonderen Moment. Also für mich, ich sage immer, die Welt bleibt für einen Moment stehen, wenn ein Kind geboren wird.
Das ist wirklich, also das kann man gar nicht in Worte beschreiben, wie einzigartig dieser Moment ist. Und ich bin sehr dankbar, Familien bei diesem Moment begleiten zu dürfen. Und jetzt zeige ich euch nochmal unser letztes Kinderzimmer. So, das ist das Zimmer von unserem Sohn Hugo. Bei ihm finde ich es ganz besonders wichtig, dass er sein eigenes Reich hat, weil der muss sich ein bisschen erholen von seinen 3 kleinen Schwestern. Und auch hier haben wir es wieder so gemacht, dass wir eine Hochebene gebaut haben und Einbauschränke, sodass wir wirklich das kleine Zimmer optimiert haben, dass er trotzdem noch genug Platz zum Spielen hat. Er baut super gerne seine ganzen Murmelbahnen, die haben wir hier unten alle, diese Gravitas, die er hier immer baut, und durch diese Hochebene haben wir einfach den Platz geschaffen, dass er auch noch gut spielen kann. Dann ist er ein ganz großer Bastler. Er hat hier seine Werkbank, mit der er ganz viel arbeitet. Er liebt Holz, er liebt einfach da Sachen zu sägen und Sachen zu bauen. Ganz wichtig. Und so konnten wir eigentlich in diesem Raum trotzdem ihm genau diesen Platz schaffen. Er kann hier bauen, er kann hier spielen, er kann hier chillen. Ich liebe auch dieses rosafarbene Sofa. Hugo liebt es auch. Bei uns ist nämlich auch das Motto, es gibt keine Jungs- und keine Mädchenfarben. So, das ist unser Wohnzimmer, aber auch gleichzeitig unser Essbereich. Hier verbringen wir eigentlich die meiste Zeit als Familie. Ich finde es ganz schön, wir haben neue und alte Teile. Ihr hört, der Boden knarzt hier richtig doll in unserer Altbauwohnung. Zum Beispiel die Lampe ist aus einem Laden hier in Berlin, Masano, den ich sehr, sehr liebe. Da findet man viele schöne Vintage-Teile, genauso wie der Sessel, der hier vorne steht. Und mein Mann, der reist beruflich super viel, der bringt immer überall was mit, wo er war. Zum Beispiel die Lampe ist aus Südamerika, hat er mitgebracht. Jetzt war er gerade neulich in Indien, da hat er die 3 kleinen Affen mitgebracht und ein paar andere kleine Teile. Also der liebt es einfach von seinen Reisen immer so ein It-Piece mitzubringen. Das werdet ihr überall in der Wohnung hier immer sehen. Hier stehen viele Sachen rum. Und das finde ich so ganz schön. Und was ich ganz besonders toll finde, was wir auch noch nicht so lange haben, ist, wir haben von einem jungen Berliner Künstler dieses Bild, der heißt Martin Bünger, ist ein Berliner Künstler. Und ich finde einfach, es gibt diesen Raum so viel her. Ich liebe es. Es ist einfach so groß und es zeigt nochmal diesen schönen Berliner Altbau. Und ich konnte meinen Mann auch überzeugen, dieses wunderschöne rosane Sofa zu kaufen. Und er findet es auch super. Ich hätte erst gedacht, da gibt es so ein bisschen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt hier keine Jungs- und keine Mädchenfarben. Und ich finde in Kombination mit dem Bild, ich liebe es. Und hier hängen wir ab, hier gucken wir Fernsehen. Hier sind wir als Familie. Ihr seht hier ist immer die Kleine, die ist viel auf dem Boden, die kann ja noch nicht krabbeln, die liegt hier immer. So, das ist so unser Herzstück der Wohnung. Wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust habt, ein bisschen umzudekorieren, dann klickt doch einfach auf den Link hier, dann kommt ihr direkt in den Shop. So, jetzt kommen wir zu meinem momentanen Lieblingsraum unserer Wohnung. Wir wohnen hier schon seit 12 Jahren und wer uns von Anfang an in dieser Wohnung kennt, der erkennt die Wohnung nicht wieder, weil wir immer wieder umgebaut haben, oder ich vor allen Dingen das. Und wir hatten jetzt das Problem, dass wir ein weiteres Kinderzimmer brauchten und wir mussten unser Arbeitszimmer aufgeben. Das war eigentlich mal ursprünglich unser Arbeitszimmer. Hier standen 2 große Schreibtische und jetzt haben wir hier so einen Ort geschaffen. Wir schlafen hier, das ist unser wunderschönes großes Bett. Das ist eine Anfertigung, das kann man gar nicht so kaufen, das haben wir selber bei einer Freundin so zusammengestellt. Und wir haben einen kleinen Arbeitsbereich. Ihr seht hier haben wir auch wieder ähnlich wie im Kinderzimmer auch ein Stringregal. Ich finde, es ist einfach schön, da kann man ein paar Sachen verstauen. Uns reicht der kleine Arbeitsplatz und wir haben einfach noch eine schöne Ecke hier mit einem Sessel geschaffen für meinen Mann, dass er sich auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Und das ist wirklich für mich momentan so mein Lieblingsraum. Ich finde es einfach schön. Ich liebe die Farben, die Vorhänge und wie wir es zusammengestellt haben. Das ist wirklich schön. Hier kann man sehen, hier ist noch mein Altar von meiner letzten Hausgeburt. Ich hatte euch ja schon gesagt, ich habe alle 4 Kinder in dieser Wohnung bekommen. Hier habe ich auch 2 Kinder bekommen in diesem Raum. Und bei der Geburt habe ich immer so einen kleinen Altar und das Kind ist zwar schon 4 Monate alt und ich habe das aber noch gar nicht abgeräumt. Und hier sind auch so ein paar Bilder, die hat mir mein Mann letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Die sind so schön von unserer
von unserer dritten Tochter, von ihrer Geburt. Da haben wir eine Familiengeburt gemacht und das war ein Geschenk von ihnen. Ja, die berühren mich immer sehr und ich finde das ganz schön, wie wir sie jetzt hier eingefügt haben in unsere Wohnung. Und ich sage jetzt erstmal Danke, dass ihr meine Home Story geschaut habt und wünsche euch noch einen schönen Tag.